Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Le Lombard von Adrien Giovanninetti, ein äußerst attraktives und elegantes Slipjoint-Messer aus Frankreich, genauer gesagt aus Thiers. Das Le Lombard kam 2016 auf den Markt und war das Erstlingswerk von Adrien Giovanninetti. In Sachen Design ähnelt es durchaus traditionellen Messern wie dem Yves Saint Jean und dem Sauveterre. Es ist aber dennoch ein eigenständiger Entwurf. Es wirkt optisch sehr leicht, hat eine aufregende Linie. Ja, in meinen Augen ist das pure Ästhetik. Dazu ist es echtes, traditionelles Handwerk und das Ganze vermischt mit modernen Materialien. Ja, insgesamt wirklich ein ganz, ganz tolles Messer, das hier vor mir liegt. Und sowas kann ich mir jetzt normalerweise nicht leisten. Das wurde mir für dieses Video von Tools for Chance zur Verfügung gestellt. Auf diesem Weg ein großer Dank an Tools for Chance und ganz besonders an Richard Scholz. Gegen Ende des Videos werde ich noch mal kurz darauf eingehen, wie das zustande kam. Jetzt geht es aber direkt los, und zwar mit dem Griff. Beim Griffmaterial handelt es sich um metallinfundiertes Harz, das heißt, hier wurde Kupfer mit Kohlefaser vermischt. Das Ganze nennt sich dann in diesem Fall Fat Carbon Copper. Es entsteht eine damastähnliche Struktur. Hier mal das Fat Carbon im Vergleich mit einer VG10 Damastklinge. Diese Optik ist wirklich außergewöhnlich. Einerseits wirkt es sehr modern, fast schon technisch, andererseits extrem natürlich. Ja, diese Meanderformen kommen häufig in der Natur vor. Ich finde den Griff äußerst gelungen. Das ist einfach ein richtiger Hingucker. Auf Starliner wurde hier ganz bewusst verzichtet. Die sind auch nicht nötig. Das ist hier wirklich eine stabile Angelegenheit. Also wenn man hier drückt, passiert gar nichts. Dann ein sehr cleaner Look. Wir haben gerade mal zwei Nieten. Die eine Niete ist zuständig für die Slipjoint-Feder, die andere Niete dient als Achsaufnahme. Ja, ein wirklich aufgeräumter, eleganter Look. Hinten noch der Raben bzw. Krähenschnabel. Ja, was soll man sagen? Eine sehr simple Linienführung. Die einfachen Sachen funktionieren meist am besten. Die Handlage des 11,6 cm langen und etwa 12 mm breiten Griffs ist gut. Man hat hier reichlich Platz. Im vorderen Bereich ist hier ein Griffvolumen von 55 mm. Hierhin sind es noch 48. Die Kanten hier sind innen alle angefasst. Das heißt, man bekommt auch keine Hotspots. Ja, insgesamt wirklich sehr schön. Was man vergebens sucht, ist ein Clip oder ein Lanyardloch. Das gibt es nicht. Im Lieferumfang ist dafür ein kleines Stecketui aus Leder enthalten. Ja, das Messer ist sehr schlank. Es wiegt gerade mal 56 Gramm. Ich denke, man kann das hier schön reinstecken, in der Hosentasche aufbewahren. Für mich gibt es bei diesem Griff nichts auszusetzen. Ja, wirklich schön, da passt alles. Ich würde sagen, wir kommen zur Klinge, und da möchte ich dann erstmal auf den Slipjoint-Mechanismus eingehen. Und hier ist ordentlich Spannung drauf. Sowohl beim Ausklappen als auch beim Einklappen hat man hier richtig Widerstand zu überwinden. In Frankreich sagt man dazu Grande Force, also frei übersetzt große Kraft. Hier gibt es keinen klar definierten Klingenstopp, aber bei etwa 60 Grad ist der größte Widerstand überwunden. Ja, und auf die letzten 4 bis 5 cm klappt das Messer dann zu. Keine Angst, der Schneide kann hier nichts passieren. Hier ist noch etwas Spiel. Also das ist wirklich gut durchdacht. Die Klinge stoppt vorher, das heißt, die Schneidphase bleibt unangetastet. Ja, ich mache nochmal auf. Die Klinge rastet mit einem satten Klacken ein. Das gefällt mir auch sehr gut. Dieser Übergang von Klingenrücken zur Slipjoint-Feder ist sowohl haptisch als auch optisch kaum wahrnehmbar. Also das ist richtig gute Handarbeit. Ja, kurzer Blick noch ins Innenleben. Habt ihr vielleicht vorhin schon gesehen, diese Feder ist hochglanzpoliert, spiegelpoliert. Also das ist richtig schön gemacht. Es gibt hier kein Klingenspiel, nicht seitlich, nicht auf und ab. Es ist alles absolut passgenau gearbeitet. Die satinierte Droppoint-Klinge weist die Form eines Weidenblattes auf. Das ist eine schöne langgezogene Klinge ohne jeglichen Schnickschnack. Hier sind lediglich die Initialen von Adrien Giovanninetti, also AG, mehr nicht. Es gibt auch keinen unnötigen Nagelhau. Die Klinge wird hier über den Pinch Grip geöffnet. Ja, Klingenstahl ist der 14C28N, ausgehärtet auf 59 bis 60 HAC.
Ein sehr gutmütiger Stahl, hält einerseits ordentlich die Schärfe, lässt sich andererseits sehr gut nachschleifen, ist relativ rostträge, also insgesamt eine gute Wahl. Das ist ein Messer für kleinere Schneidaufgaben, also zum Beispiel zum Schneiden von Lebensmitteln. Kleinere Schnitzereien sind auch kein Problem, ja, aber es ist definitiv insgesamt eher ein Gentleman-Messer. Kurz noch zu den Abmessungen. Die Klingenlänge beträgt hier 90 mm, effektiv sind es immer noch 88 mm. Hier ist auch eine ganz kleine Schleifkarbe angebracht. Die Klingenbreite liegt hier gerade mal bei 2,5 mm, Klingenhöhe bei 20 mm. Das ist ein sehr sauber ausgeführter Flachschliff und der Wert hinter der Schneidphase liegt hier durchgängig bei etwa 0,3 mm. Das ist ein absoluter Spitzenwert. Das Le Lombard ist ein Slicer. Jetzt ist es so, dieses Messer ist geliehen, deswegen gibt es in dem Sinne keine Schneidszenen, aber bei 0,3 mm hinter der Schneidphase kann man sich denken, wozu es in der Lage ist. Am Ende des Videos gibt es dann aber wenigstens noch die obligatorische Tomatenszene. Jetzt folgt das Fazit. Mein Fazit, wie anfangs erwähnt, hier trifft Tradition auf Moderne. Das Le Lombard ist elegant, attraktiv, weist eine schöne Linie auf. Dieser Griff ist optisch ein Traum. Das Fett Carbon mit Kupfer macht einfach was her, kann man nicht anders sagen. Dann diese schöne Klingenform und es ist echte Handarbeit. Das merkt man dann auch am Preis. Für dieses Modell werden 250 € aufgerufen. Ist ein stolzer, aber alles in allem auch ein fairer Preis. Das Le Lombard gibt es in etlichen Varianten mit G10-Griffen, Mikata-Griffen, Holzgriffen. Es gibt auch verschiedene Stähle, zum Beispiel Damaststahl. Da muss man sich bei Interesse einfach mal informieren. Die Preise beginnen bei etwa 140, 150 €. Das ist für ein handgefertigtes Messer dieser Qualität sehr fair. Ja, mich hat es wirklich sehr gefreut, so ein schönes Messer für ein Video zur Verfügung gestellt zu bekommen. Eigentlich habe ich mich bei Ritchie wegen was anderem gemeldet, aber er hat dann gleich gesagt, er möchte mir ein Messer schicken. Ich durfte mir eins aussuchen. Ich habe mich für das entschieden. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ja, nochmals herzlichen Dank an Ritchie und an Tools for Chance. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Dankeschön. Dann würde ich noch sagen, werft mal einen Blick in die Videobeschreibung. Da habe ich alles Wichtige zum Le Lombard beschrieben und auch verlinkt. Gut, das war's dann. Damit möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.